Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Primordia. Und wir stehen kurz davor, von einem Kühlschrank erschossen zu werden. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Aber ich werde das irgendwie zu verhindern wissen. Muss aber eine Sache kurz sagen. Ich stand ja im letzten Part ziemlich auf dem Schlauch und wusste nicht, was ich tun soll. Und habe dann mit allen Dingen um mich geschmissen, auch wenn das nicht wirklich zum Erfolg geführt hat. Aber, ja, ich musste leider in der Komplettlösung nachschauen. Ich bin nicht drauf gekommen, obwohl es jetzt im Nachhinein recht logisch ist. Das muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ich stehe dazu. Ja, und zwar, vielleicht erinnert ihr euch an Ever Faithful und seinen lustigen Bombenschrein. Da gab es ja 2 Bomblets. Eins haben wir mitgenommen und eins fehlte. Allerdings hatte man dort noch diesen zweiten Code, von dem was fehlte. Und wenn man mal genau drüber nachdenkt, klar, Scraper hat ja eine mitgenommen. Das heißt, es kann nur die sein. Deswegen werden wir versuchen, das Ding zum Explodieren zu bringen mit dem Signal Transmitter. Mit dem Code 6734, weil 6 ja der Bomb-Prefix ist. Also 6734. Probieren wir das mal. Aber ich muss mich ein bisschen beeilen. Wir haben nur noch 4 Sekunden. Also, 6, 7 und 3 und 4. Und ja, das war recht unspektakulär. Aber gut. Oh. You got him, boss. You got him. Forfeit yourself, you glitchy toaster. We still don't have our power core, and we've just buried our only lead. Yeah, but it feels good, boss. Wenn man bedenkt... Yes, it does. Oh, ist das etwa die böse Seite von Horatio, die ja gerade rauskommt? Wenn man bedenkt, dass wir so lange gebraucht haben, um in das verdammte Gerichtsgebäude reinzukommen, ist das schon irgendwie frustrierend. Aber das war es definitiv wert. The last thing I want to do is dig Scraper out. Warum nicht? The last thing I want to do is dig Scraper out. Vielleicht können wir seine Laserarme an Crispin anbauen und dann kann er mit Lasern schießen. Ne? Dann kann ich demnächst sagen, ich suche nach einem Roboter, der klein ist und fliegen kann und aus seinen Armen Laser schießen kann. Ne? Wie war das? Ja, ich gehe ja schon. Mann, so seltsam bin ich gar nicht. Hey, where'd they go? Oh. Okay. Das sieht doch wahnsinnig verdächtig aus. Eine Notiz. Off duty. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier dran rumspielen. I'm not here to steal parts. Doch. Und wie ich das bin. Crispin, dann du bist bestimmt da irgendwie... That's crazy talk. Ich hätte gedacht, du bist ein bisschen mutiger. Ha. Ja gut, da möchte ich jetzt aber erstmal ein bisschen was ausprobieren. Vielleicht kann ich wirklich daran rumschrauben. There's no reason for me to try to fix the bus. Du sollst ihn auch nicht fixen, du sollst draufhauen damit. Was macht man eigentlich mit, Vielleicht hat das Ding ja irgendwie, I doubt that will have any effect. Nee. Ich habe aber auch langsam das Gefühl, dass wir hier aus der Stadt nicht mehr rauskommen, ne? Irgendwie auch diese Schallplatte recht nutzlos ist. Ich weiß es nicht. Signal Transmitter, ich probiere jetzt hier alles nochmal There's aus. nothing there to receive the signal. Okay. Aber das ist schon mal irgendwie ein Hinweis. A crashed hoverbus. Ja. So we're gonna fix it up and do something amazing with it, right, boss? No, it's not our property or our problem. Wir könnten doch einen Rocket Ship daraus bauen, ne? Die Crispin auch endlich mal Spaß daran, ne? Wie war das? Naja, okay, dann, was machen wir jetzt? Stimmt, wir wollten zu Clarity eigentlich zurück, das war eigentlich der eigentliche Plan. Nur leider wurden wir aufgehalten von gewissen Dingen, die eigentlich Nahrungsmittel kühlen sollten. Okay, dann machen wir das doch mal. Ich muss zugeben, das hat mir schon eine gewisse Genugtuung gegeben, den in die Luft zu sprengen. Ne? Nachdem er irgendwie so gemein zu uns war. So, Clarity, was geht? Ich muss dir was erzählen über deine Clarity. Schwester. Arbiter does not want me back, does he? No, it's not that. Arbiter is gone, and Charity is dead. What? Arbiter's system has been wiped. Charity, it looked like Charity shot herself. I'm sorry. It might not be what it seems. Maybe Metromind. There are no maybes, Horatio. Only ones and zeros. And all I can see are zeros. My sister is dead. My builder is gone. Clarity, I was able to download some of Charity's last memories. 2 of them are locked. Did Charity tell you what password she used? No, but it doesn't matter. I know the password. Mercy. I tell you, Metromind, the Constitution is not a rewritable file to adjust at the Council's whim. If it cannot be rewritten, then perhaps it must be deleted entirely. And when it is, we will progress beyond the law and enter a new primordium. Progress. Is that what you call blackouts and breakdowns? No, they are glitches inherent in any system upgrade. It may be,
that we need to remove certain incompatible elements. I've heard enough. This meeting is adjourned. Hold. Charity, only you can save your builder. What do you mean? War is coming. When it does, Arbiter will lose. The law is weak. The only way Arbiter could defeat me would be to abandon it, which he cannot do. And even if he could, such a victory would destroy him just as a defeat would. So Arbiter will lose. The city will suffer, and it will be your fault. I do not see how that would be my fault. Oh, come now. You have tried to persuade Arbiter to make peace. You have tried, but you have failed. That is because Arbiter built you to fail. In the end, neither you nor your sister can change his mind. You are only the illusion of advice. You exist to confirm his own prejudices. You're lying. Arbiter listens to our advice. I never lie. Now, Scraper has a gift for you. An upgrade. Use it, and you will be able to persuade Arbiter. I would never betray him. Then you admit it. You were not built to persuade Arbiter, only to pretend. Continue to pretend and you will not persuade Arbiter. War will come, and Arbiter will be destroyed. So the decision is yours. As for which choice is betrayal, you must be the judge of that. Lock the door, Charity. Took you some time to return from the Great Tower. I was thinking, Your Honor, about Metromind, about her proposal to be made System Administrator of Metropole. And what have you concluded? Your Honor. Yes, what is it? We must have peace. Even you, Charity? What have I done? Metromind. There she is again, at the root of all our problems. Well, boss, just in case you were worried, I would never betray you. Not even for a pair of arms. Maybe for a pair of... Metromind is wrong. The law is not weak, and destroying Arbiter did not destroy justice. She will learn exactly how wrong she was. But first, Metromind's possessions are forfeit. Whatever right she claimed to your power core is null and void, so I will help you take it from her and Scraper. It will be the first thing I take from them, but it will not be the last. We've already destroyed Scraper, but how can we get to the core? It will be in the Great Tower. To gain entry, we will need the passcode, known to members of the Robot Council. Arbiter, Factor, Memorius, Steeple, and of course, Metromind. Another code? Doesn't anyone use a besotting key anymore? As I was saying, we will need the key code. Arbiter never told it to me, but I recovered 3 fragments of it from Charity's memory files. 03067, 440, and 26. But I do not know the proper order, and there are 16 digits in total. Well, that leaves about 83,000 different possibilities. But maybe the rest is all ones, right, boss? As far as I know, the other council members are all gone. But secrets, like guilt, can never be wholly erased. And all of the great robots left behind followers and artifacts. Let us see what we can find. Wow, ich muss sagen, ich hatte gerade so ein bisschen Gänsehaut bei dem Ganzen. Also es stimmt alles, was ich mir schon gedacht hatte. Charity wurde von Metromind mehr oder weniger eingewickelt. Ne? Charity hat gesagt, Mensch, du hast doch sowieso keine Entscheidungsgewalt, Arbeiter bestimmt alles. Clarity, don't you sometimes just want to go out and break the law just for fun? No. Yeah, me neither. Ja, also, und dann hat Metromind in Charity, ach, jetzt kommt sie mit, interessant, und dann hat Charity ein Programm, nee, nicht Charity, da hat Metromind ein Programm in Charity installiert, das war wohl eine Art Virus, der wohl dazu geführt hat, dass sie Arbeiter formatiert hat. Und dann konnte sie mit diesem, ja, mit dieser Scham nicht leben und hat sich dann erschossen. Macht alles Sinn, aber wow. Also, wirklich krass. Gut, jetzt folgt uns Clarity. Oh, diese Namen, ich wechsle das immer. Was können wir denn mit ihr jetzt machen? Ich weiß ja nicht. Clarity, are you planning to arrest Metromind? No, there is no court to try her, nor prison to keep her. So, what exactly are you going to do? Before the law, she is no different from the shells she left in the underworks. The sanction is the same, and I am authorized to impose it. You mean... I do. It is a shame she has no head.
Oh, finde ich gut. Okay. We've spent enough time talking, Horatio. Now we must attend to the Council Code. Ja, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehen soll. Vielleicht hat sich ja hier was verändert jetzt irgendwie. Ich meine, hier war ja auch noch irgendwie dieser lustige Kondomtyp, der immer noch seine Erinnerungen sucht. Oh. Etwas drastisch, aber finde ich gut. Yes. Wow, okay. Also mit Clarity möchte ich mich nicht anlegen. Wow, okay. Aber das finde ich gut. Da hat sich das ja gelohnt, dass wir sie mitgenommen haben. Okay. Ich bin dein Freund. Schieß mir nicht in den Rücken. Okay, sie ist mad. Sie ist wirklich mad. Ich meine, ich kann es verstehen, nachdem ihre Schwester so ausgenutzt wurde, aber wow. Okay. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in einer Art, ich weiß nicht, das sieht aus wie so ein Raumschiff. Das ist ein Hedge. Ah ja. Da kann man rein. Okay, was haben wir denn hier Interessantes? Einen Button. Ja, Buttons wollen wir doch immer gerne drücken. Wer weiß, was dann passiert. Vielleicht explodiert dann ganz Metropol. Wäre irgendwie lustig. Blast Doors. Gucken wir erstmal den Button. My auditory units. Das ist so, wie wenn man mit Kreide mit den Fingernägeln über die Tafel geht. Und das ist auch mal sehr angenehm. Ein Panel. Ja dann, ne? Weise deines Amtes. Ja. Okay. Panels aufmachen ist ja immer mittlerweile... Boss, maybe we should stop pretending and just admit we're maintenance robots. Maintenance robots are required to present a Form 27B/6 before performing any repair task. Oh, forget it. Aha, bist du ein Gesetzbuch oder was? Was zur Hölle? Okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Small Gear, ein Large Gear und einen Belt. Das ist nicht gut, glaube ich. Ein kleines Zahnrad und ein großes Zahnrad. Und einen Shaft. Okay. Mehr scheint aber nicht zu sein. Gut, gucken wir uns die Dinger mal an. Ein rostiges Zahnrad. Und ein großes rostiges Zahnrad. Finde ich gut. Du hilfst uns irgendwie nicht weiter. Crispin. So, Clarity, any idea what's behind those big blast doors? Factor himself, I believe. Well, sounds like we need to get him open then, boss. Ja, wie sie ja gesagt hat, wir müssen die Stücke des Codes zusammenfriemeln. Ich hoffe, der hat die jetzt in seinen... Okay, er hat sie wirklich gespeichert. Ja, das wird ja noch lustig. Das wird ja noch lustig, die alle rauszufinden. Aber wenn hier wirklich einer der Roboter sein soll... It meant something to the robots waiting at the courthouse, did it not? And it means something even now to Metromind, who cannot help but pretend to follow it. But even if it meant nothing to any other robot, it would still mean much to me. The law is a burden I was built to bear. Even after Arbiter sent you away? Even after he was destroyed? Especially then. It may be that Arbiter foresaw his own destruction, and sent me away to ensure that the law would not be lost with him. You believe that? No. It is mere conjecture, unsupported by evidence, wishes passing for facts. But still, they are my wishes. Wenn letztendlich wurde es ja zu diesem Zweck gebaut, ne? Das wäre schon irgendwie komisch. Now is not the time for idle chatter. We can speak more when we are closer to our goal. Machen wir das, aber... We need to get those blast doors open, boss. Ja, das Problem ist, diese Zahnräder sind verrostet. Ne? Und verrostete Zahnräder funktionieren nicht wirklich. Vielleicht kann man irgendwie das mit irgendwas kombinieren. Das funktioniert nicht. Nein. 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 Okay. Crispin, vielleicht hast du irgendwas dazu zu sagen? Ich schätze mal nicht. Very funny, boss. Okay. Hätte ja sein können. Okay, hier scheint momentan nichts weiter zu machen zu sein. Sinn ergeben, wie auch immer. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal raus und gucke mich mal in der Stadt weiter um. Vielleicht haben sich ja Dinge verändert. Ich meine, beim Busstop war ja auch was anderes. Vielleicht ist der kleine... Moment. Nee, Quatsch, der Bus bewegt sich ja nicht. Ich hätte ja gedacht, vielleicht ist der kleine traurige Roboter endlich mal gegangen. Aber ich glaube, der hat irgendwie nicht wirklich ein Ziel gehabt. Primer, was ist mit dir? What a surprising and uncommon sight.
Metropole's Lawbot crawled back to the light. All the bad poetry in the world does not mitigate your vandalism and sabotage, Urbanian. As you serve the law, so I serve my art. And such service brings us more close than apart. Any more close, poet, and we will see if your armor still works. Okay. Ah gut, hier haben wir neue Optionen. Warum mag Clarity dich denn nicht? Why doesn't Clarity Ich kann's like verstehen. No great riddle, my wandering friend. Don't waste your time waiting for his doggerel. This Urbanian has damaged and compromised numerous systems in Metropole, including the bridge that led to my island. Here I stand, dear Lawbot, so put me in chains. But if you will not, then please, don't complain. My attention is directed elsewhere at the moment. Nevertheless, I advise you to be gone by the time my other matters are resolved. If not, you will find that though the gears of law grind slow, they nevertheless grind criminals like you to powder. As much as I'm enjoying this bickering, and really I am, maybe we can just all team up to take down Metromind? No. Bro. Oh, switch off. Das war so klar. Kannst du den Council Code cracken? I know you're a code breaker, Primer. Can you crack the council code? All we have are some pieces of it. The challenge is yours, my wandering friend. A pity indeed if you can't last till the end. Aber ich brauche deine Hilfe. I need your help with the council code. Can you crack it or not? Why should I spoil this puzzle for you? Wouldn't you rather have something to do? I have plenty of other things to do. As for a reason, this would help avenge your defeat. Sadly for you, my anger's abated. And vengeance, you'll find, is quite overrated. If you stand between us and Metromind, Primer, I may need to address your crimes sooner than hers. Your bluster, dear Lawbot, is sorely misplaced. I stand between no one down here in the waste. In any event, there's no judge up there in the city, so your threats do no more than to make you look pretty. Plasma torch, boss. Come on. No, we're not going to force him. Ich muss Crispin aber zustimmen. Okay, überlegst du I'd like you nochmal. to reconsider helping us with the council code. I've said it before, I'll say it once more. The job is yours to open that door. Fine. Okay, ich glaube, so werden wir ihn nicht überzeugen können. Mit der Plasma-Torch hat das bestimmt Goodbye. funktioniert, aber... Farewell, farewell, linger not for my sake. Your mission is calling, the city awaits. Ja, okay. Hab Spaß mit dem, was du auch immer hier machst. Ich glaube, das führt zu nix. Okay. Aber ich denke mal, dadurch, dass wir jetzt Clarity im Schlepptau haben, können wir einige Sachen vielleicht jetzt, vielleicht können wir andere Roboter besser überzeugen, I have oder? not seen the streets of Metropole for a long time. I am not surprised to see that without law it has fallen into corruption and malfunction. Ich meine, es sieht hier wirklich heruntergekommen aus. Vielleicht sah das ja nicht immer so aus, ne? Bevor Metromind dann das alles übernommen hat. Wer weiß das schon? Da steht sie schon wieder. Ich meine, es ist sie zwar nicht, aber sie übernimmt diesen Roboter mal, wenn sie was sagen möchte, ne? Und sonst kippt sie sich die Hucke voll. Was auch mal There wieder. was a time when the metal of Metropole's main street gleamed. Those who let the city fall into rust deserve no better than this broken down waste. You think this is a broken down waste? Wait till you come visit the Unique. Ja, wobei, ich fand die Unique eigentlich hübscher. Was ist eigentlich hier mit Leopold? Ich brauche den Council Code. I need the council code, Leopold. Did Steeple ever tell it to you? Don't know what you're talking about, Tyrone. You were built by Steeple, a member of the council. Do I look like a council brat? Your name is Leopold Steeplebuilt. You said so yourself. So, Steeple was a member of the council before Metromind shut him down. He would have known the council code. Maybe he told it to you. like I said, I don't know what you're talking about. Steeplebuilt. Metromind destroyed your builder and mine. She has broken metropolitan law and will be punished. Do not protect her. Listen, Missy, I don't know who you think you're talking to. No, you listen to me, scrap trader. Metromind has stepped outside the law. Justice is coming for her. I am coming for her. Dial down your squawk box. Sounds a little screechy. I don't know how I can be clearer. I don't know Steeple. I don't know the council. And sure as rust follows rain, I don't know any council code. Now, you want to trade scrap? You're welcome to. But I'm through trading words. Naja, der weiß mit Sicherheit was. Aber der traut sich das nicht, ne? Goodbye. Okay, ja, jetzt ist mir noch die Frage. Reden wir mal erstmal nochmal mit Oswald. Vielleicht hat der noch irgendwas... Ich meine, der wurde von Factor gebaut, ne? Oder ist der von Sternweiler gebaut worden? Sternweiler war der auch? Nee, aber Factor war ein Council-Mitglied.
Ah doch, er wurde von Factor gebaut, oder? Mhm. Did Factor ever teach you the council code, Oswald? Huh. Factor built half the robots in Metropole. Why, he made us pick our own names out of a book. Do you think he bothered with chit-chat? Somebody seems bitter. Seems? I know not seems. I am bitter. Bitterness is when your builder gives your twin brother a special gold chain and gives you nothing. Bitterness is when your brother gives that very chain to you, you loan it to your only friend, and he loses it. Well, I'll hand it to you. That really does sound broken out of the box. Which brother did Factor give the chain to, and why? Lawrence, of course. His favorite. As for why, does favoritism ever need a reason? Could Factor have told Lawrence the code? I have long since given up speculating that the partiality Factor could have shown him. I'm miserable enough from what I know for certain. Okay, er hat auf jeden Fall einen Zwillingsbruder. Interessant. Was ist denn mit der Goldkette passiert? Ich denke mal, die hat er Dings What gegeben. exactly happened with the gold chain? Factor gave it to his favorite, my brother Lawrence. Lawrence gave it to me after I shared a large quantity of energy with him. And then, as I told you, I loaned it to Cornelius. I thought you hated Cornelius? Now I do. But then, we were partners and friends. We had just built Rex. We had scheduled a grand soiree and celebration. To complete my ensemble, he offered me a monocle that he claimed was given to him by Memorius. In exchange, I loaned him the gold chain, since it too came from a primordial machine. This is getting ridiculous. Indeed. And somehow Cornelius lost the chain. He claimed that it was taken from him by a servitor of Metromind as he left the subway station. Ridiculous. Metromind would not have confiscated it without a legal basis. Not then. At this point, I can believe anything about Metromind. Believe whatever you wish. I know it was a lie. So I kept the monocle, and we have not spoken a word in kindness since. The chain, the monocle, Lawrence. One of them must be of use to us. Boss, at this point, can I suggest we just deactivate ourselves and quit? I mean, seriously, this is like finding a bit in a terabyte. We are not giving up. Period. Okay, also zumindest, ich denke mal, dass wir diese goldene Kette finden müssen, die dann Oswald geben, damit er uns das Monokel gibt, und mit dem Monokel gehören wir dann zum Adel an, und was weiß ich denn? Erzähl mir was über dein Monokel. Tell me more about your monocle. Ready to go wardrobe, eh? A wise decision, though I would suggest that you stop by discarding that rotten coat. I'm interested in Memorius, not fashion, and I'm curious what the monocle actually does. Ah, I was told that Memorius built the monocle, but who can say? As for what it does, other than lend an air of distinction, I'm rather uncertain. From time to time, it will alter a snippet of text as I'm reading it, but I have no idea how or why. In any case, the lexical inconvenience is more than offset by the sartorial benefits. Aha, also damit lässt sich im Text was anderes erkennen, so verstehe ich das. Es ist eine Art Lupe vielleicht. Kann ich das Monokel haben, als ob der das uns einfach gibt? Can I have the monocle? Excuse me? My friend just likes to collect scrap. Scrap. I'm looking for things that might help uncover the council code. And why would my monocle do that? Because that's the way my besotting life seems to work. Look, I'm sure you'll trade it for something. Die That's Goldkette. also the way these things seem to go. Trade it? What do you take me for? Some kind of junk dealer? Hey! Civilized people give gifts. They do not haggle and barter. Then will you give it to me? No! But I gave you Rex. What? I dare say that I built Rex and you made a legal judgment. Well, we'll have to go about this some other way. Ja, ich würde sagen, ich beende den Part jetzt erstmal hier. Dann haben wir ja wieder einige Informationen gesammelt. Wir haben den Kühlschrank zerstört und wir haben jetzt Clarity mit uns im Schlepptau, die jetzt wahrscheinlich uns helfen wird, hier mal ordentlich aufzuräumen in der Stadt. Adieu, adieu, remember me. Im nächsten Part gucken wir mal, ob wir diese Goldkette finden. Ob wir eventuell... Was ist eigentlich mit Dings hier? Wie heißt der? Cornelius? Wo ist der eigentlich abgestiegen? Hm? Hat es ihn so sehr irgendwie niedergerissen, dass er jetzt irgendwo in den Underworks... Ach, keine Ahnung. Vielleicht finden wir den ja noch. Wäre irgendwie wichtig. Ja, das hatte ich schon verstanden, aber das haben wir ja gerade gemacht. Okay, liebe Leute, im nächsten Part gucken wir dann, ob wir Oswald nicht irgendwie überzeugen können, dass er uns das Monokel gibt, weil es uns viel mehr stehen würde. Und ansonsten, ja, gucken wir dann. Bis zum nächsten Part.